3 Dinge, die jede Frau zu Hause haben sollte, ist eine Jeans. Eine so gut sitzende Jeans, wo du denkst, ja, die geht mit Sneaker, die geht mit einem Flipflop, die geht mit einem Pumps und du bist direkt angezogen. Blazer ist auch gut für Bewerbungen, einfach auch so, um mal schicker auszusehen, auch abends braucht man auch. Und Hallo Leute, willkommen zur allerersten Folge von Lives of Fashion. Zusammen hier mit der Nicole bin ich. hey! Auch bekannt als Glim Fashion auf Instagram. Wir sind heute hier, um ein bisschen über Fashion, Black Empowerment und Lifestyle zu reden. Und die Nicole als Bloggerin und als Stylistin ist heute hier, um uns ein paar Tipps und Tricks zu geben. Und da will ich auch gleich anfangen. Also ich bin die Nicole, wie ihr schon wisst. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in schönen Frankfurt. Ich bin, sage mal, Teilzeit-Bloggerin und Teilzeit-Stylistin. Und ja, das mache ich jetzt quasi, also das Bloggen mache ich jetzt schon seit circa 2 Jahren, aber intensiv seit einem Jahr. Und das Stylen ist erst seit ein paar Monaten so zu meinem Job gekommen. Genau. Okay, und wie hast du damit angefangen? Also wie kamst du auf die Idee, jetzt Bloggerin zu werden? Ja, ich glaube, jeder kennt ja dieselbe. Es gibt ja so oft Fragen ja Leute, also Bloggerinnen, die Frage, wie kommst du dazu? Und dann sagen alle, ich wollte schon immer was mit Mode machen. Ja, ich werde das auch sagen. Aber ich sag mal so, als Kind hatte ich nicht irgendwie das Gefühl, mich schick zu machen oder irgendwie mich für irgendwas besonders anzuziehen. Aber meine Mutter hat mir dann immer gesagt, ja, komm, zieh dir ein Kleid an, du musst alles tragen. Ja, aber sie hat gesagt, du musst es wertschätzen, dass du eine Frau bist. Die Jungs können nur Hosen tragen oder Shorts. Du kannst einen Rock tragen, du kannst ein Kleid tragen. Und dann hat sie mir immer alles rausgesucht und erstmal hat es mich echt genervt. Kam aber diese Phase, als man dann so 16 war und ausgehen konnte. Und da war ich echt froh, weil da konnte ich schon mit hohen Schuhen laufen, weil ich ab und zu von meiner Mutter angezogen habe. Und wusste schon, wie man kombiniert, dass das alles gut aussieht und trotzdem trendy ist. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, ja, wieso nicht Mode? Also es gefällt dir, du informierst dich darüber. Und das mit dem Bloggen, das kam eigentlich einfach mit der Zeit. Es wurde dann immer intensiver. Am Anfang einmal die Woche oder einmal im Monat. Da habe ich gemerkt, ach, es interessiert die Leute, dann mache ich mal 2-, 3-mal. Und letztes Jahr dachte ich mir so, hey, das ist ja jetzt echt eine gute Sache geworden mit Bloggen. Wieso machst du es einfach nicht und schaust, was damit wird? Ja, genau. Wie war das so für deine Umgebung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter denke oder generell an Familienmitgliedern, meistens ist es ja bei den Afrikanern so, dass sie dann sagen, ja, nee, werd Arzt oder Anwalt oder so. Aber dann so mit Styling ist immer so, kann man irgendwie nicht so richtig greifen. Wie war das so für deine Familie, dass du dann sagst, okay, oder auch für deine Freunde, dass du jetzt sagst, okay, ich stelle mich jetzt vor die Kamera und mache Bilder von mir und veröffentliche die auch online so? Ja, das war am Anfang, ich sag mal so, am Anfang hat es, glaube ich, gar keiner gemerkt, weil ich hab halt einen kleinen Freundeskreis und die mich kannten, wussten schon, Mode, das ist halt einfach so. Die haben einfach gar nicht gemerkt, dass es nicht nur mein Instagram-Account ist, dass es ein Blog wird. Die haben halt gesehen, ach, die macht da ein Foto, isst ein Eis und hat ein süßes Kleid an, aber als es ihnen bewusst wurde, oh, die ist da bei der Veranstaltung, die ist dort und dort, dass ich das mache, fanden die es cool, weil die sagten, passt total zu dir. Und meine Eltern, ja, mein Vater ist bis heute immer noch mit einem großen Fragezeichen. Deswegen ist auch meine Frage, wo ich mir gedacht habe, wie ist es für deine Eltern? Weil ich weiß, von meiner Mutter, die wäre auch erstmal so, was ist das jetzt genau? Das ist halt die Sache. Mein Vater sagt immer, ja, die Nicole macht Mode. Hauptsache es gefällt dir und es macht dir Spaß, es ist wichtig. Und wenn es dich stresst, dann hör komplett damit auf. Ja, man ist ja auch stolz, wenn die Tochter sich zurecht macht und man denkt, ach, sie sieht ja dann nett aus, schickt auch der Oma mal ein Bild, schau mal hier dort. Genau, sieht sie aus. Ja, also keine negativen Dinge. Aber ich sag mal so, man sollte auch Privatsphäre haben neben dem Bloggen, weil sonst wollen die Leute vielleicht auch nichts mehr mit sie zu tun haben, weil die denken, ach, die kommt ja nicht nur alleine, sondern auch mit ihrem Handy und mit der ganzen Community. Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen, weil ich meine, man kennt ja eigentlich auch so in dem Fall die Vorteile vom Bloggen, dass einige auch was an Geld verdienen damit. Diese Vorteile kennt man ja durch Bloggen schon, aber auch so, was sind denn die Nachteile? Weil ich glaube, keinem ist da irgendwie bewusst, dass da auch Nachteile mit entstehen würden. Ja, Nachteile gibt es viele. Ja, also ich sag mal so,
man freut sich ja, wenn man Feedback bekommt. Also es gibt auch Leute, die geben den Feedback zu lästern oder zu profitieren. Wenn man merkt, die Nicole kriegt ja immer was geschenkt, dann schleime ich mich ein und kriege dann irgendwie auch was mit oder gehe dort ins Konzert mit. Man muss sich bewusst sein, dass man die neuen Freunde nicht direkt als super, duper gute Freunde dazu zählen kann. Weil es ist einfach, die sind halt in dieser Zeit da, wo es dir gut geht. Aber sind die auch da, wenn es dir schlecht geht oder du komplett mit dieser Sache aufhörst? Das ist das Problem. Deshalb ist es schwierig, also es ist bei mir sehr schwierig, neue Leute zu vertrauen. Ich bin nett zu ihnen, so ist es nicht, aber wirklich so zu behandeln wie meine Freunde vor dem Bloggen, das ist, glaube ich, nicht so. Ansonsten, man kann auch bei schwarzen Schafen landen, also Firmen, die dich wirklich nur dann veräppeln wollen. Ich finde, das kann ich euch sagen, wenn ihr jetzt irgendwie Lust bekommen habt, das zu machen, informiert euch. Dann lieber sucht euch jemanden, der sich damit auskennt und euch Tipps gibt. Gibt es leider auch nicht so viele, weil es ist halt immer noch so ein Konkurrenzdrängen. Aber zum Beispiel, wenn ihr mir jetzt eine Direct Message schreiben würdet und sagt, hey Nicole, ist es seriös, dann würde ich euch helfen, wenn ich wirklich Zeit habe. Ich habe ja leider auch, ja genau. Aber man merkt das, also wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, dann merkt man eigentlich, okay, die Seite kann gar nicht so korrekt sein, wie man das wünscht. Ja. Aber jetzt zum Styling. Ich meine, du machst ja, wie gesagt, Styling auf deinem Instagram. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Woher holst du deine Inspiration? Ich meine, für mich ist es so, wenn ich Inspiration brauche für ein Styling, dann gehe ich auf Instagram und suche mir irgendjemanden raus, einen meiner Lieblingsblogger und dann eben kopiere ich das Outfit. Ganz nett ausgedrückt, ich kopiere einfach das Outfit und sage, okay, jetzt ziehe ich so an. Aber wie ist es für dich, für diejenige, die das auf Instagram postet und wo andere Leute sich die Inspiration rausholen? Also es ist schwieriger geworden, weil man will ja einzigartig sein, das ist das Problem. Deshalb kann ich nicht sagen, ich hole meine Inspiration von Instagram. Nein, ich hole ein bisschen was von Instagram, ein bisschen von YouTube, ist ja auch cool, weil da kann man auch, ich finde so ein Video ist ein bisschen besser, als wenn man nur ein Bild von vom Rücken sieht oder von der Seite. Man weiß ja nicht, wie das wirkt, wenn die Person damit läuft. Da finde ich diese Lookbooks sehr gut. Wenn man da irgendwie zum Beispiel Spring Summer Lookbook angibt, dann sind eigentlich ganz viele Informationen. Das Gute ist an der ganzen Sache, die haben meistens auch preiswerte Dinge, zum Beispiel Zara und Co., dass jeder sich das leisten kann. Es gibt natürlich auch auf Instagram das Gefühl, dass es halt bei den großen Influencer, die werden halt sehr oft gesponsert oder haben natürlich auch ein anderes Budget und kaufen dann Dinge, die dann vielleicht 600 € kosten. Ja, und die sich einfach ein normaler gar nicht leisten kann. Ja, aber für jemanden, der nicht so besonders einen guten Style hat oder zumindest sagen wir mal so, der seinen Style ein bisschen verbessern möchte. Was würdest du für Tipps und Tricks geben, damit er seinen Stil so ein bisschen verbessern kann? Also verbessern kommt natürlich darauf an, was für ein Typ die Person ist. Sagen wir mal so, ist es jemand, der sich auch traut und nicht direkt sagt, auf keinen Fall. Dann würde ich sagen, schau dir deinen Schrank an, also genauer, was passt dir, weil viele Leute behalten Dinge, die irgendwann mal reinpassen werden. Das heißt zu große Sachen oder zu kleine Sachen. Bei zu kleinen Sachen kann man sagen, man macht Sport, aber wenn wir die Wahrheit sagen, die werden nie alle so sportlich sein, dass die Dinge passen, wie es ist. Lieber die Sachen irgendwie über Kleiderkreisel oder Flohmarkt, was ja leider nicht geht, verkaufen. Da hast du ein Budget und kannst dann sagen, okay, ich habe eine coole Jeans. Schaue ich mir mal über Instagram, was die anderen Leute über den Hashtag Denim Jeans gepostet haben. Und dann schaut man ja so ungefähr den Stil, der zu einem passt. Und dann findet man irgendwas, was einem gefällt eigentlich. Und geht dann da drauf und sagt, okay, das nehme ich als Inspo. Dann mache ich mir immer so einen Screenshot, gehe dann in die Geschäfte und suche was Ähnliches. Ja. Und man muss, wenn man das wirklich vorhat, muss man sich Zeit nehmen. Es kann einfach nicht sein in den meisten Fällen, dass du direkt zu Hause mit ganz vielen neuen Sachen kommst und sagst, ich bin ein neuer Mensch, das funktioniert nicht. Ihr müsst euch Zeit nehmen und am besten unter der Woche einkaufen. Online-Shopping empfehle ich auch nicht so sehr, weil Leute, auf dem Bild sieht alles so schön aus. Ich muss sagen, ich liebe Online-Shopping. Ja, ich bin so faul, ins Geschäft zu gehen. Ich auch. Ich denke immer so, oh nein, und vor allem jetzt zur Corona-Zeit. Ja, genau. Dann denke ich mit diesen blöden Masken auf keinen Fall. Und dann bestelle ich doch alles online und dann kommst du zu Hause an und denkst mir so, ja, also in den meisten Fällen, also ich habe glaube ich jetzt schon 6
Dinge online bestellt und davon habe ich 5 zurückgeschickt. Also immer noch ein Shop, ich weiß, Corona, aber es gibt ja Uhrzeiten, wo es recht ruhig ist. Natürlich, ich empfehle nicht, am Samstag einkaufen zu gehen. Ich weiß, ihr müsst arbeiten oder jetzt sind ja Ferien, also könnt ihr nicht sagen, ihr müsst zur Schule gehen. Ja, das solltet ihr am besten Mitte der Woche. Also dadurch, dass ich auch im Einzelhandel gearbeitet habe, empfehle ich euch nicht, am Montag da reinzulaufen, weil die haben nicht aufgefüllt. Vielleicht auch nicht aufgeräumt. Das kommt auch mal vor. Also seid nicht so böse und sagt direkt, es gibt nicht. So Mitte der Woche finde ich gut, weil da haben die auch frische Ware. Vielleicht kriegt ihr auch was Neues von der Kollektion. Und ja, vor allem bei Zara und Co., die haben meistens Mitte der Woche neue Ware. So als Tipp. Wie alle Zara begeistert sind. Das wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Ja, Mitte der Woche. Also ich kann genau nicht welchen Tag sagen, weil die ändern sich ja das auch. Aber Mitte der Woche findest du da bessere Sachen als an einem Montag und an einem Samstag. Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, und der Sale. Also im Sale nicht nach irgendwie zum 3. Sommerkleid greifen, sondern versucht immer eine Saison vorher einzukaufen. Ups, das ist ein Tipp. Weil, ich sag mal so, weil ihr müsst schauen, in welchem Land ihr lebt. Ich weiß, das klingt irgendwie blöd, aber in Deutschland ist es eher kälter oder windiger als sonnig. Es bringt euch nicht, wenn ihr dann das ganze Sommerzeug habt und es anfängt nass und windig zu werden, dann könnt ihr wieder da rein rennen. Und die meisten Shops haben ja meistens dieselbe Geschichte in der nächsten Saison. Meistens ist das dieselbe, nur mit einer anderen Artikelnummer und vielleicht 10 Euro teurer. Also da keine Gedanken, wenn ihr euch blöd rüberkommt, wenn ihr mit Tüten rausläuft und es ist 36 Grad und ihr denkt euch, ich habe nur Winterzeug gekauft. Ihr seid damit echt laut dabei. Das ist ja auch wie mit Silvesterzeug zum Beispiel. Im Januar ist es ja alles sowas von billig, 5 Euro für ein Kleid bei H&M oder so. Und keiner denkt daran, weil man sich denkt, oh, das möchte ich jetzt nicht mehr sehen, das Glitzer. Warum kauft ihr das euch einfach nicht, Leute? Hängt das irgendwo hin, wo ihr sie nicht seht. Und wenn es dann soweit ist, dann seid ihr einer der Leute, die alle schon haben. Aber ich glaube, wenn ich das machen würde, tatsächlich nach einem halben Jahr würde es mir nicht mehr gefallen. Also ich bin zumindest so. Ich wollte gerade sagen, das ist halt... das ist halt diese Gefahr bei mir. Ich glaube, wenn ich sagen würde, okay, von Sommer auf den Herbst, okay, da würde ich vielleicht noch eher was finden, aber ein komplettes Jahr, ein Kleid, ich glaube, mir würde es einfach gar nicht mehr irgendwie gefallen. Ja, ich glaube, das wäre auch so ein bisschen... Ja, das ist immer so Geschmackssache, aber ich sag mal so, wer sagt, dass man kein Glitzerkleid auch im Sommer anziehen kann, finde ich auch sehr schön. Ja. Vor allem so abends. Ja, abends. Und es ist vor allem so halb heißen Sommertagen in so ein Glitzerkleid irgendwie in die Bar zu gehen oder Clubs sind ja leider jetzt geschlossen. Ich glaube, damit fällt man auf. Ich glaube schon, weil die Leute denken sich so, wow, die ist ja am Funkeln. Warum muss man das immer nur im Winter tragen? Das habe ich mich schon immer gefragt. So ein Glitzerkleid sieht auch richtig gut aus im Sommer. Das sehe ich auch sehr oft in den Shops, dass die so ein bisschen was mit Glitzer haben. Ja, und die meisten tragen es dann wiederum nicht, weil sie denken, nee, jetzt nicht die Saison dafür. Ja. Das kann auch gut sein. Ist halt, man darf nicht die Vorurteile haben. Natürlich gibt es Dinge, zum Beispiel Rollkragen solltest du nicht in Frühling tragen. Aber wenn dir kalt ist, dann tragt es. Ja, ist echt so. Ja, man darf nicht auf die anderen Leute hören. Ich weiß, es gibt immer diese Regeln, das macht man nicht. Aber wenn es dir gefällt und wenn du dich gut fühlst, weil du musst das präsentieren, wenn du dich richtig gut fühlst, dann werden die Leute sagen, oh, der traut sich was, aber er sieht auch gut aus damit. Ja, er kann es machen. Ja, warum nicht? 3 Dinge, die jede Frau zu Hause haben sollte, ist eine Jeans. Also gut sitzende Jeans, wo du denkst, ja, die geht mit Sneaker, die geht mit einem Flipflop, die geht mit einem Pumps und du bist direkt angezogen. Blazer ist auch gut für Bewerbungen, einfach auch so, um mal schicker auszusehen, auch abends braucht man auch. Und ein weißes T-Shirt, ein gutes, also nicht irgendwie von irgendeiner Billigmarke, sondern wirklich 100% Baumwolle. Ihr werdet merken, ihr schwitzt nicht damit, ihr fühlt euch wohler. Und ihr und ihr könnt es halt mehr als eine Saison nur tragen. Okay, aber wenn wir zu meinem nächsten Punkt, wie du ja mitbekommen hast, momentan haben wir durch die Black Lives Matter Movement haben wir ja ganz viel das Thema Rassismus gehabt. Und auch hier wollte ich es einmal mal kurz ansprechen und einfach mal fragen, wie ist es für dich hier in Deutschland? Hast du da irgendwie positive, aber auch negative Sachen erlebt, wo man sagen kann, das will ich mit anderen gerne teilen? Also schlechte Erfahrungen habe ich eigentlich nicht. Ich lebe seit 26 Jahren in Frankfurt. Also ich bin wirklich ein Frankfurter Mädchen. Und als Kind
gab es einen Moment, wo ich mir dachte, da stimmt etwas nicht. Aber es hat sich so schnell neutralisiert, einfach weil ich es direkt meiner Mutter mitgeteilt hatte. Da habe ich mich rassistisch angefeindet gefühlt. Ja, und da habe ich gesagt, Mama, der mag mich nicht wegen meiner Hautfarbe. Meine Mutter war natürlich sauer, weil die sagte sich so, wieso? Ich war auch einer der ersten dunkelhäutigen Kinder in der Schule, vielleicht auch einer der ausländischen Kinder. Also es war wirklich eine Dorfschule, kann man sagen. Und das ist ja meistens eher, spielt man es, glaube ich, ein bisschen mehr als in der Großstadt. Aber es war nur ein Kind in der ganzen, von 300 Kindern ein Kind. Und dann ist natürlich meine Mutter zum Schulleiter gegangen, hat gesagt, was da los ist. Und dann hat der Schulleiter einfach eine kleine Rede gehalten, dass alle Menschen gleich sind. Das fand ich super. Und hat gesagt, dass die Kinder, die es nicht verstehen, auch zu ihm kommen können. Und da können wir darüber reden, was denn das Problem ist, warum man so jemanden blöd findet. Und dass es keinen Sinn macht, weil wir letztendlich alle gleich sind. Also dieselbe Sache haben, nur die Hautfarbe anders ist. Und ja, der hat mich dann auch, er hat mich dann in Ruhe gelassen, hat sich auch ganz kurz entschuldigt. Ja, bei Kindern. Ja, und das war's auch. Also ich habe danach nicht irgendwie noch ein Gefühl gehabt, dass ich diskriminiert werde. Natürlich hat man immer diese Alltagssituation wie, kann ich deine Haare anfassen? Oh. Oder, ich weiß, es ist... Ja, wir wissen alle, Mama hat immer so schöne Rasterzöpfchen gemacht und dann noch in Farben. Und dann will es irgendjemand anfassen. Ja, es ist schwierig gewesen, weil als Kind, muss ich dazu gehen, ich fand es erstmal cool, weil dann war ich ja so das Highlight in der Schule. Aber irgendwann dachte ich mir so, bitte nicht mehr anfassen, es tut noch weh, Mama hat die erst gestern gemacht. Es war so eine Hassliebe. Umso älter man wurde, umso mehr dachte man sich so, mach das nicht, muss nicht sein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach so ein Grund, warum jetzt die Bewegung so richtig am Laufen ist. Wie meine Generation hat noch halbwegs den Mund gehalten, leider, und hat dann gesagt, ja, so ist es halt und ja, wir haben keine andere Wahl oder es ist halt, er schlägt mich ja nicht, das ist ein bisschen unangenehm, aber er schlägt mich nicht. Und die neue Generation sagt einfach, das kann nicht sein, dass wir da den Mund zuhalten, was ich richtig gut finde. Weil ich hätte es auch machen müssen, aber ich kam gar nicht auf die Idee, dafür schäme ich mich auch etwas, dass ich nicht auf die Idee kam, was zu sagen. Aber wenn du alleine da bist und nur die anderen hast, die ganz anders aussehen, da fühlst du dich allein, vor allem bei 300 Kindern. Das stimmt. Da fühlst du dich allein. Es gab ja auch keinen dunkelhäutigen Lehrer. Nee. Ja. Ich meine, es fängt jetzt erst langsam an, dass du auch welche in Deutschland siehst. Also ja, genau. So langsam. So ganz langsam. Ja. Und da hat man sich halt ein bisschen allein gefühlt. Als ich dann in der Oberstufe war, da gab es natürlich mehr Dunkelhäutige oder Ausländer. Und da hatte man wieder so eine Gemeinschaft. Ja. Aber kurz nochmal, um es nur wieder zu wiederholen, was war jetzt nochmal das, was du aus diesen Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast, aber auch jetzt durch diesen Movement gelernt hast, wo du sagst, das kann ich jetzt für mein Leben mitnehmen. Für mich war es jetzt einfach zum Beispiel jetzt hier diese Sendung, dass ich sage, okay, eine Serie besser gesagt, dass ich sage, hey, ich will mehr Informationen, weil davor habe ich gar nicht so viel mit anderen Schwarzen zu tun gehabt und habe auch gar nicht so viel mitbekommen, was so alles abgegangen ist und habe wie in meiner kleinen Welt gelebt und jetzt habe ich das so mitbekommen und dachte mir so, wow, das waren so viele tolle, aber auch sehr traurige Geschichten, die ich mitbekommen habe und die ich auch mehr einfach auch wissen wollte und mir gedacht habe, es gibt bestimmt auch andere Leute, die sagen, ich will es auch ganz gerne wissen, aber auch Erfolgsgeschichten von jemandem, der sagt, ey, ich bin schwarz, aber du kannst es trotzdem schaffen, egal was passiert. Ja, so. Genau. Das war halt der Grund, warum ich die Serie überhaupt angefangen habe und warum ich auch jede Woche dann auch jemanden einladen möchte, einfach um seine Erfolgsgeschichte zu erzählen oder seine zukünftige Erfolgsgeschichte kann ja auch noch sein. Und ja, was war bei dir, was du mitgenommen hast aus dieser ganzen Erfahrung? Ich habe mitgenommen, dass ich ein Idiot war und ich schon vorher was sagen könnte. Ja. Mich bestätigt gefühlt habe, dass in der Schule ganz viel Geschichte gemacht wird, aber irgendwie die Dunkelhäutigen da sehr wenig erwähnt werden. Natürlich die Sklaverei wird natürlich ganz groß erwähnt. Ich will nichts dazu sagen, aber es wird da echt viel erwähnt. Aber das andere, auch Positive, nicht nur die Sklaverei. Natürlich sind viele Leute gestorben, aber was ist mit den Leuten, die Erfinder, vor allem auch die Erfinderinnen, die dunkelhäutig waren, was ist mit denen?
Ja. Ich war so verblüfft, als ich dann auf Instagram, das finde ich halt faszinierend bei Instagram. Das bringt dir so viele Informationen, wenn du mal da irgendwas likest und das, dann bringt dir so viele Informationen, was du dir angeschaut hast. Ja. Und da habe ich erst gesehen, was alles Frauen erfunden haben, vor allem haartechnisch Mädels. Also diese ganzen Sachen, wie Extensions kamen von Dunkelhäutigen. Und dann denkt man sich auch, ja, wow. Also, was ich dich noch fragen wollte, weil du hast jetzt dein eigenes Modelabel herausgebracht und da wollte ich einfach mal fragen, wie war das für dich, wie hast du da angefangen, was waren da auch dann die Probleme, die du den Leuten, die auch vielleicht auch ihr eigenes Business mal starten möchten, mitgeben kannst, wo du sagen kannst, darauf könntet ihr achten oder darauf solltet ihr achten und das habe ich gelernt. Ja, genau. Also es war schwierig, aber auch, also mit Freude habe ich diese Schwierigkeit gehabt. Das heißt, erstmal braucht ihr Startkapital, Leute. Das ist das Problem. Ohne Geld funktioniert heutzutage nicht so viel. Ja. Und ich habe das mir ja erspart und da hast du das Geld und jeder hat ja eine andere, wie soll ich sagen, jeder hat ja andere Dinge, die man mit dem Geld machen möchte. Ob es ein Auto ist oder irgendwie Schulden bezahlen oder so weiter und so fort. Ich hatte halt das Geld, also ein Budget, das ich zusammengesammelt habe, 2 Jahre lang. Und da habe ich wirklich nur von Wasser und Brot gelebt gefühlt. Auch wenn es über Instagram nicht so aussieht. Also, aber ich habe halt sehr viel Flohmarkt betrieben und immer wenn ich nicht mal so zufrieden war mit dem Teil oder es nicht so oft angezogen habe, habe ich gesagt, das wird jetzt verkauft, dann hast du ein bisschen Geld für dein Modelabel. Ja, und ich habe ja September angefangen letztes Jahr mit dem Modelabel, wo ich mir dachte, ich habe das Geld zusammen, habe dann angefangen, was kann ich denn bieten, was machen die anderen, was kann ich anders machen, damit ich nicht einfach runtergehe. Dann kam ich halt auf die Idee, Dinge zu machen, die man halt auch über High Fashion sieht, also zum Beispiel bei Prada und so weiter und so fort, aber günstiger und angepasst. Das heißt, bei mir könnt ihr nicht einfach sagen, Nicole, ich möchte diese Jacke haben und die ist in einer Woche bei euch. Nee, ihr müsst das bestellen, weil sie werden alle maßgefertigt. Das ist das Gute. Maßgefertigt und ihr könnt euch den Stoff auswählen. Also ihr habt was ganz Individuelles. Also das ganz individuell. Ja, genau. Cool. Ja. Und das gibt's nicht. Also ich habe das noch nie nirgendwo gesehen und das hat mich halt happy gemacht, dass ich halt was habe, was nicht alle anderen haben. Dann kam das große Shooting im Januar, das ein bisschen durch Erkrankung und schon leider mit Corona ein bisschen bedingt sehr anders aus, wie ich gedacht habe, aber wir haben es gemeistert. Und dann kam es halt auch raus, die Kollektion, auch während Corona, da wurde es halt schwieriger. Wir haben einen guten Start gehabt, haben auch gut verkauft. Die Teile sind nämlich erst nur 3 Teile rausgekommen, weil Leute, ihr könnt nicht eine große Kollektion wie bei Zara erwarten, wenn das alles selbst gemacht wird. Das dauert so 3 bis 6 Wochen. Und ja, dann kam Corona, da konnte man nichts mehr machen, weil ich nähe das jetzt nicht mehr selber, sondern ich habe ein Atelier und das war komplett zu. Und dadurch, dass man nicht wusste, was jetzt auf einen zukam, war natürlich war es ganz anders vom Feeling her. Man konnte nichts mehr planen und die Sommerkollektion ist leider ausgefallen, einfach aus dem Grund, weil man nicht wusste, ob der Sommer stattfindet. Und als es halt sich aufgelockert hat, ich bin ja bis jetzt noch skeptisch, ob es nicht eine zweite Welle kommt. Und da habe ich gesagt, stoppen wir, aber die Herbst-Winter-Kollektion ist schon am Laufen, also die wird gelauncht in 2 Monaten ungefähr. Wenn alles gut geht, haben wir auch dann neue Ware. Aber es ist halt, dieses Jahr ist schwierig. Und dafür, dass es halt so schwierig ist, um mit so einem Business anzufangen, ist alles okay gelaufen. Weil letztendlich, das kann ich halt auch jetzt als internen Tipp geben, dadurch, dass ich halt erst produziere, wenn ich eine Bestellung habe, habe ich nicht so viele Verluste. Das ist das Problem, Leute. Wenn ihr so Massenfertigung macht, da habt ihr 200 T-Shirts und keiner möchte die haben. Ihr seid pleite innerhalb von ein paar Wochen. Das ist halt die Sache. Ihr müsst schon gucken, dass ihr etwas habt, das sich gut abverkauft, oder ihr macht es in dem Fall wie bei mir und mit Bestellung halt. Wenn ihr jetzt auf meine Seite geht und noch meinen Trenchcoat seht, das heißt nicht, dass ich den nicht mehr habe. Der wird dann produziert für euch, aber ihr müsst Zeit haben. Ja. Also ihr könnt nicht sagen, hey Nicole, ich möchte den Trenchcoat haben und dann kriegt ihr den nächste Woche. Ich werde auch alles von der Nicole verlinken, also müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, könnt euch alles gerne anschauen. Ja. Ist auch gar kein Problem. Was sind jetzt noch vielleicht noch mal ganz kurz, was sind so deine Ziele und deine Wünsche, die du für die nächsten Jahre, Monate hast irgendwie? Ja, also natürlich, dass irgendwann Corona komplett over ist.
Ziele sind auf jeden Fall, wenn wirklich, also ich habe mir jetzt vorgenommen, bevor das Ganze mit Corona gar nicht so komplett fertig ist, werde ich nichts machen, was irgendwie viele Leute einloggt, also anlockt, weil es war geplant, einen Pop-Up-Shop zu machen mit ein paar vorgenähten Sachen in August, was richtig toll gewesen wäre, Leute, mit Musik und sowas und Popcorn, also ich hatte schon alles bestellt und das wird jetzt alles erst nächstes Jahr hoffentlich stattfinden. Die Ziele sind einfach, daran zu arbeiten, an die neuen Kollektionen, mein Styling zu machen, weil Styling heißt, bei mir kann man ja auch man kann mit mir Personal Shopping machen, also ich gehe da mit euch shoppen und berate euch und das ist auch nicht so teuer, wie die Leute sich das denken. Das hört sich immer so sehr teuer an, aber es ist recht günstig, also da könnt ihr mir auch eine Direct Message schreiben, ich passe das immer an. Wenn ihr zum Beispiel Studentin seid, dann gebe ich euch natürlich auch Prozente oder Schüler und natürlich bin ich nur in Frankfurt, da Umgebung. Leider. Ja. Aber das kann sich ja noch ändern, Ja, wer genau. weiß. Ich bin ja leider nur eine Ein-Frau-Firma erstmal. Ein paar helfende Hände habe ich natürlich zum Glück auch noch. Und das ist so, ich halte mich mit Styling auf Trab. Weil es funktioniert immer noch. Das kann man ja noch machen. Mode ist ja nicht vorbei. Vor allem das mit den Masken, Leute. Ihr könnt euch so viel mit den Masken einfallen lassen, also so viele Muster und euch inspirieren lassen. Ja, ihr könnt es auch ihr solltet auch mal ein bisschen mit den Outfits spielen. Wenn ihr zum Beispiel khaki gekleidet seid, dann vielleicht auch eine khaki-Maske anziehen, das ist ja auch mal was Cooles. Ja. Da habt ihr so ein Statement. Ich finde, in Japan machen die das so cool, also könnt ihr mal googeln. Also die haben dann wirklich so, die leben mit den Masken schon. Ja. Aber bei denen war es ja auch schon vor Corona. Ja, genau, meine ich ja. Deshalb kann man sich inspirieren lassen. Also heutzutage kann man mit Internet so viel Inspiration holen. Ja. Natürlich gibt es auch viel Müll, aber auch ganz viel Inspiration, wenn ihr das Richtige sucht. Ja. Okay, dann noch zum Abschluss. Was wären deine letzten Worte, die du den Zuschauern hier ausrichten möchtest? Ja, wie schon gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir eine Direct Message schicken, wenn es um Business und Mode geht. Ansonsten Kopf hoch, Leute, Corona ist irgendwann vorbei. Ja. Und wir sehen uns auf meinem Kanal. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich verlinke euch alles und ich bin auch super dankbar, dass du da bist. Ja, ich habe mich auch ganz gefreut. Toll. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Neues gelernt und hatte auf jeden Fall ein tolles Gespräch, auch vorher schon. Ja. Und genau, also wir werden jetzt jede Woche diese Serie starten und es wird jedes Mal jemand Neues dabei sein, auch aus verschiedenen Ländern. Ich bin auch gerade dabei, noch ein paar hier anzulocken, würde ich sagen. Aber ein paar werdet ihr auf jeden Fall noch kennenlernen. Es wird auch ganz interessant. Ganz viele verschiedene. Und deswegen bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.